What's up, liebe Braubrüder und Schwestern, mein Name ist Oliver Hörold und ich freue mich, eure strahlenden Gesichter zu sehen. Heute füllen wir Bier ab. Nicht irgendein Bier, sondern ein ganz besonderes Bier. Oud Bruyn. Ich habe Anfang letzten Jahres, im Januar 22, habe ich das erste Mal versucht, einen Oud Bruyn nachzubrauen. Oud Bruyn ist ein flämisches Braunbier, was frei nach CBC ein rötlich-braunes Bier mit gemischter Gärung, das sich malzig, fruchtig, gereift und etwas sauer präsentiert. Es wird traditionell in den Provinzen Westflandern und Ostflandern gebraut. Das Malzprofil kann von Karamell bis Röstaromen reichen und der Säuregehalt der kommerziell verfügbaren Exemplare kann von einer leichten Herbe bis zu einem weinigen Charakter reichen, sagt das Internet. Ich persönlich mag sehr gerne Sauerbiere und auch alles so Mixed Fermentation Stile. Ich habe schon mal Berliner Weiße gebraut. Und das war jetzt für mich so der erste Versuch, mal ein längerfristiges Bierprojekt zu starten. Ich wusste mindestens ein Jahr Gärung und dann nochmal längere Zeit in der Reifung. Und die Schüttung, die ich damals benutzt hatte, war wie folgt. Ich hatte 4,8 Kilo Best Pale Ale. Ich hatte 800 Gramm Munich Dark von Best. Dann hatte ich 200 Gramm Best Melanoidin. Dann hatte ich 200 Gramm Best Special X und 100 Gramm Best Chocolate. Hopfen hatte ich Yellow Sub, 12 Gramm. Und habe dann erstmal das Bier mit einer Saf Ale US 05 vergoren, mit einer ganz neutralen obergärigen Hefe und habe dann in den darauffolgenden Wochen Folgendes hinzugefügt. Ich habe ganz normal vergoren für eine Woche, habe dann das umgefüllt in so ein Plastikkeck, was ich noch hatte. Und habe da dann Brett und Lacto hinzugefügt. Und zwar war das von Bootleg das Funk Weapon 2 und von Imperial Yeast Suburban Bread. Das ist das W15. Dann habe ich einen Monat später hatte ich durch Zufall eine Flasche von Saison Fantôme noch getrunken und habe da den Bodensatz hinzugegeben und habe dann noch mal einen Monat später habe ich von Wyeast diesen Roeselare Ale Blend bekommen. Den habe ich dann auch mal hinzugefügt. Und dann stand das Ding eigentlich ein Jahr lang rum, abgesehen davon, dass ich es umgezogen habe. Und wie gesagt, jetzt endlich abgefüllt. Wen das Thema genauer interessiert, ist es gerade von Belgien Smaak ein Podcast rausgekommen mit 3 belgischen Brauern, die Oud Bruyn Bier brauen. Also ist ganz interessant, geht so eine 1,5 Stunde. Da ist jemand von Teverset dabei. Die brauen ja erst seit 2011 und Liefmans und also ist wirklich ganz, ganz spannend. Da das Bier so lange in der Gärung war, ist natürlich die Hefe tot. Also kann ich davon ausgehen, dass da nicht mehr viel Leben drin ist. Deswegen, wollte auf Flaschengärung gehen, damit ich halt immer so kleine Gebinde habe, die ich dann mal im Laufe der Zeit probieren kann. Und habe ich zum einen beim Abfüllen eine Bottling Yeast noch hinzugegeben, hier die CBC One von L'Allemand. Und habe dann hier auch so Zuckerdrops, Carbonation Drops noch hinzugefügt und auch noch ein bisschen Hefenahrung, damit also hier in der Flasche auch noch CO2 entstehen kann. Und ich bin gespannt. Ich habe das Bier gestern probiert und riecht schon ganz lecker, muss ich sagen. Ist relativ schlank geworden. Ich habe, glaube ich, nur so 4,8% Alkohol rausgerechnet.
weil es, obwohl es so lange stand und da ja auch wirklich jede Menge gute Bakterien und Hefen drin waren, ist er nur auf einen Restextrakt von 2,5 Grad Plato runtergegangen. Naja, gut. Wie gesagt, meine ersten Gehversuche in solchen Mixed Fermentation Bieren und ja, ich mag das Bier sehr, sehr gerne und hoffe mal, dass das dann auch irgendwas wird. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.